veče, dragi gledaoci TvDmSata. Ove sedmice se javljamo sa jedne prelepe, ali i veoma bitne manifestacije. Dancer Against Cancer bal koji se organizuje u Beču. Ovo je charity bal i poznate ličnosti. One učestvuju u ovom turniru plesa. Ne menjajte kanal i ostanite za ovo izdanje naše emisije Lepša strana sveta. Let's begin now. Let's begin now. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Is that all you got? Let's begin now. Yvonne, ich muss dir von ganzem Herzen gratulieren. Nochmals ein derartig erfolgreicher, toller Dancer Against Cancer Ball. Wie geht es dir? Ja, man ist schon ein bisschen erleichtert, wenn die Veranstaltung läuft. Es ist sehr viel Anspannung, sehr viel Stress vorher, aber es geht mir gut und ich bin froh, dass alles so läuft. Es ist großartig, die Auswahl der prominenten Tänzer, das gesamte Programm, die Stargäste und noch dazu amüsiert sich jeder prächtig und vor allem das Allerwichtigste, es ist ja alles für einen guten Grund. Ich glaube, es gibt keine Person, die nicht irgendjemanden wegen dieser schrecklichen Krankheit Krebs verloren hat. Umso wichtiger ist es, dass man dafür kämpft, dass man hilft und das machst du ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, also wir machen das 13. Jahr und wir haben leider in unserem Umfeld damals auch einen Fall gehabt, warum wir begonnen haben. Und natürlich wollen wir diese Menschen unterstützen, weil wir wissen, wie viel Leid dahinter ist. Und wenn man es auf so eine schöne Art und Weise machen kann, dass man Gelder sammelt, dann finde ich das noch wichtiger, dass man das dann wirklich tut. Ladies and Gentlemen, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zur Dance Against Cancer Frühlingsgala 2019. Herzlich willkommen in der Wiener Hofburg. Welcome at the home of the Empress, der Wiener Hofburg. Die 13. Dance Against Cancer Frühlingsgala wird eröffnet von Michael Schmalzbauer und Yvonne Rueff. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling in all the
good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Oh, oh, Michael Schmalzbauer und Yvonne Rueff. Ladies and Gentlemen, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zur Dance Against Cancer Frühlingsgala 2019. Bitte begrüßen Sie den Moderator der heutigen Ballnacht. Please welcome your host, Alfons Haider. Good evening, guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind und noch einmal einen riesen Applaus bitte an Yvonne Rueff und Michael Schmalzbauer. Hello, my name is Simone Jade McKinnon and welcome to Dancer Against Cancer. My daughters. Are they your daughters? I just said to my son, I was like, Madigan, there's girls here, there's little princesses. But he's playing Fortnite. So cute. How old is he? 9. Ah, they're 8. Oh. I should send him over. Yeah. Such a pleasure to see you here tonight, to meet you tonight. How are you? I'm doing really, really well. The jet lag has been a little bit tough to deal with, just with rehearsals and dress fittings, and but I think we're doing okay. And as you saw, my 9-year-old is still awake. It's 11:30, which is 7:30 in the morning in Australia. So the fact that he and I are both still standing right now is pretty good. You have had a really long trip to get here, and we're so happy that you are here. How was the trip? What did you hear about the Dancer Against Cancer ball in advance, and how is it actually now to be here? Well, it's absolutely amazing to be here. This is way bigger than I expected. I knew it was a ball, but the Hofburg,
amount of dancers, Yvonne and her team, the coordination of this production is way bigger than anything anything that I imagined. It's way bigger and way more beautiful, and I've absolutely felt like a princess the whole night. Tell us something about your outfit. You look gorgeous. Well, I'm not actually sure who it's by, I hate to tell you, but we did have some issues. I'm a bit short, and so about half hour before we started the ball, we had to get the scissors and cut it because I kept getting tangled. We were trying to rehearse, and every time I would get caught up, and I was really worried I was going to fall over. So we had to get scissors and we had to cut it. And it looks great. Great. I'm just little, I guess. You're here with Nelly and Manfred Baumann. I love those two. Those two are the ones, they're the reason I'm here. One chance meeting, one photo shoot in Australia, Byron Bay in New South Wales, has led to this. We spoke about Vienna, and I was asking them where they lived, and they described it and said, have you ever been? And I'd never been to Vienna, and I said, it's on my bucket list. They said, oh, of course, well, when you come, you make sure you call us. And yeah. And then about 2 weeks later, Manfred sent a little message saying, do you still want to come to Vienna? We would like you to come to a ball. I was like, oh my God, are you kidding? Of course. And here we are. And the city itself it's just an absolutely beautiful city. It's taken my breath away. And welcome to Simone Jade McKinnon. Good evening. A big hand to your son too. Good evening. Und natürlich auch für Nelly und Manfred Baumann. Let's start with you. You're number one tonight. It's a great pleasure to have you here. This is the first time you're in Austria, right? That is correct. What is the first experience? Wait here. What was the first experience in this first 24 hours? It's been quite a blur. I pretty much got off the plane and we went straight into dance rehearsals and dress fittings. But I have had a chance to go and look around the city a little bit, and it is absolutely beautiful, breathtaking. And you have the best thing, I read this once in an article, the best thing ever happening to you in your life is your son? Absolutely. Okay. I mean, look at him. He is, yeah, he is. Come over here. Come to us. Applaus für den Medigan, meine Damen und Herren. Good evening, sir. Hello. Just one question. Your mommy is going to dance tonight. Is this funny for you? Is this strange? Do you like it or not? Not. You don't like it? He doesn't like it. Why? I think he's a little embarrassed. He's a little embarrassed. No, give me a chance. How do you like Vienna? How do you like this palace? Amazing. That's amazing. Would you like to live in a place like that? Yes. Yeah, but who would clean the room? Your mother? Yes. Would you help her? No. No. Das ist ein typischer Australier, der im Buch steht, nicht? It's wonderful to have you here, and as Manfred told us, I spoke to him, it's the great artists and the great humans who also show how great humans they are. A look in your eyes and we know everything. It's so good to have you here tonight. We're going to talk to you later to the issue of cancer, because you have a lot to say. I'll leave you for 1 second, you stay here. Manfred Baumann und Nelly Baumann, bitte auch einen Applaus. Den beiden verdanken wir unseren heutigen Gast da. Nelly, du hast ja den Herrn McKinnon an der Hand geführt. Ist er ein Gentleman? Absolut. Ich habe schon gefragt, ob wir ihn behalten dürfen. Ob wir ihn behalten dürfen? Na, da ist er frei damit, gell? Ja, er hat gesagt, wir sind die Local Eltern hier. So it's my local kid and we're the local parents here from Austria. Aber so günstig und mit so wenig Anstrengung kommt man selten zu einem Kind, oder? Vor allem zu so einem süßen Braven, ja. Wie kommst du immer wieder zu solchen großartigen Menschen? Mit Simone, das hat sich vor einigen Jahren so entwickelt, dass wir für National Geographic mit dem Wohnmobil durch Norwegen gefahren sind, und wir haben uns alle 8 Staffeln von McClouds Töchter angeschaut und waren sofort begeistert von dieser Serie. Die hat uns einfach nicht mehr loslassen. Und wie wir in Australien waren,
Derzeit läuft auch gerade eine Ausstellung in Australien von mir, in Melbourne und in Sydney haben wir sie kennengelernt, fotografiert und dann haben wir sie gefragt und sie hat gesagt, definitiv, sie will herkommen. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, ein Blick in diese Augen und man weiß alles, ne? Stimmt, ja. Also die Frau hat so schöne Augen, ewig schaut, dass sie in Australien wohnen, ich sag's Ihnen. Hallo, ich bin Nelly Baumann. Willkommen zu Dancer Against Cancer. Eine der schönsten und noch dazu talentiertesten Ladies des heutigen Abends. Nelly, es ist immer eine große Freude, dich zu sehen. Ihr seid ja auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Dancer Against Cancer Balls. Wie geht es dir dieses Jahr? Es ist jedes Jahr ein großartiges Erlebnis, bei dem Ball dabei zu sein und wir freuen uns sehr, dass wir die Yvonne und ihr Team unterstützen können. Es ist einfach großartig, was sie da jedes Jahr auf die Beine stellen. Es ist so viel Arbeit und es ist einfach ein Wahnsinn. Also es ist mit Worten gar nicht zu beschreiben, was sie leisten. Und ja, es ist ein toller Abend. Manfred und du, ihr seid meist dafür oder immer dafür verantwortlich, die internationalen Celebrities aus Amerika, Australien nach Wien zu bringen. Wie war das dieses Jahr? Wie hat das funktioniert? Wie reagieren die Celebrities auf Wien? Weil ich glaube, das ist, oder ich bin mir sicher, es ist eine der schönsten Städte der Welt und die freuen sich immer, wenn sie Wien hören. Absolut, also wir sind ja viel unterwegs und wenn wir eben unterwegs sind und erzählen, wir kommen aus Wien, dann sind alle gleich total begeistert und sagen, oh my God, so beautiful. Und wir waren 2 Monate in Australien, Manfred hat 2 Ausstellungen eröffnet und wir haben Simone kennengelernt bei einem Fotoshooting und wir haben sofort gewusst, sie würde so gut zu diesem Ball passen und zu diesem Thema passen. Und wir haben sie eingeladen und sie war sofort begeistert und hat gesagt, sie möchte unbedingt nach Wien kommen und möchte das hier alles erleben. Also. Was steht bei euch derzeit beruflich an? Was ist das nächste geplante Fotoshooting? Was ist die nächste Reise? Ihr seid ja immer unterwegs. Ja, wir sind immer unterwegs. Wir sind jetzt dann einige Tage in London bei Produktionen mit Stars aus Downton Abbey zum Beispiel und vielen Model-Shootings. Wir eröffnen eine große Ausstellung im Hochschwarzwald im Mai. Es kommt dazu auch ein Buch heraus. Und wir sind den Sommer über mit einem Wohnmobil unterwegs im hohen Norden auf einer Fotoreise. Auf das freue ich mich auch schon sehr. Und Ende des Jahres geht es wieder nach LA, nach Hollywood, wo wir wieder viele Stars treffen und fotografieren dürfen. Sky lights up and sparks of fire storm.
and Gentlemen, willkommen beim Dancer Against Cancer Ball! We can see the darkest sky, keeping us from flying high, and no one dares, but we can see the light. Now it's your time, rise from the ashes, burn the sky, spark the light and free your mind. Let us dare, 'cause we can see the light. Oh, it's your time! Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, großen Applaus bitte für Martin Ackermann und Isabella Bravo und unsere Tänzerinnen und Tänzer. Dankeschön. Style in Motion. Manfred, ich habe gerade mit Nelly gesprochen. Es ist immer schön, euch hier zu sehen, vor allem, weil ihr ein sehr, sehr wichtiger Teil des Dancer Against Cancer Balls seid von Anfang an. Wie geht es dir heute Abend? Wie gefällt es dir heuer? Ich finde es heuer sehr gemütlich. Yvonne hat es wieder tadellos hinbekommen. Sehr tolle Gäste, tolle Musik, tolle Einlagen. Auch eine sehr würdige Gewinnerin, die Award-Gewinnerin. Und die kleinen Umstellungen, die sie so gemacht hat, finde ich auch ganz gut. Dass es ein bisschen schneller, ein bisschen flüssiger geht, auch mit den prominenten Tänzen. Also ein sehr, sehr gelungener Abend, kann ich nur gratulieren. Ihr seid ja jedes Jahr dafür zuständig, oder ihr bringt jedes Jahr die prominenten Celebrities aus Amerika, Australien und so weiter. Heuer habt ihr wieder einen sehr interessanten Gast gebracht. Wie kommt da immer diese Zusammenarbeit zustande? Und wenn die Promis Wien hören, glaube ich, gefällt jedem, weil es ist einfach eine der schönsten Städte der Welt. Ja, stimmt. Und vor allem, es sind ja auch immer wieder Schauspielerinnen oder Schauspieler, die noch nie in Europa oder in Wien waren, so wie die letzten 2 Mal. Im Prinzip bin ich das ganze Jahr unterwegs mit meiner Frau und wir haben sehr viele Produktionen mit internationalen Stars und Schauspielern, Musikern etc. Und wir haben diesen Dancer Against Cancer Ball einfach immer im Hinterkopf. Und wenn wir dann so wie mit der Simone ein Fotoshooting haben in Australien, dann sagen wir, hey, wie schaut's aus? Hast du an dem Tag und hast du Zeit? Würdest du gerne kommen? Und wir sprechen da über das ganze Jahr mit mehreren Schauspielern. Wir könnten durchaus mehr Schauspieler oder Schauspielerinnen herholen. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, can you feel it coming in the air tonight?
Vanka i vi gledate TvDmSat. Bilo gde da se nalazimo, uvek ima i svuda ima prelepih naših devojaka. Isto tako i ove večeri. Irena, dobroveče, kako si? Dobroveče, hvala. Super se osjećam. Reci mi, kako se tebi ove večeri dopala ova manifestacija Dancer Against Cancer, jedna prelepa i predivna manifestacija? Jeste prelepo zato što je charity bal. Apsolutno si u pravu, je prelepo, još je veoma bitna svrha koja stoji iza ovog bala. Reci mi, od svih poznatih ličnosti koje učestvuju, koje plešu, koji je tvoj favorit? Moj favorit je dama Ruf i hvala što je pozvala mene i moj tim. Ja sam od Miss Vienna Val i super nam je ovdje. Hvala ti puno. Hvala i vama. Hier kommt für Sie, halten Sie sich an, unsere Showgruppe Filmmusik. A teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. You hug it all you got, I'll make you wanna say Jai-ho! 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 Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. But a slow glowing dream in a world made of steel, made of stone. What a feeling, feels believing. I can't have it all now, dancing for my life. Take your passion and make it happen. It just come online now, I'm dancing through my life. What a feeling. Ich würde sagen, du und Manfred, ihr seid das perfekte Team. Ich liebe eure Fotos, ich liebe eure Zusammenarbeit. Ihr seid wirklich so ein tolles Team. Gibt es irgendeine besondere Anekdote, irgendetwas Interessantes, das auf einer Reise passiert ist oder von all euren wirklich vielen und großen Erfolgen? Welche hat einen besonderen Platz in eurem Herzen? Also da gibt es natürlich ganz viele Momente, die sich da in unserem Herzen einen tollen Platz geschaffen haben. Es ist natürlich schon sehr beeindruckend, wenn du Weltstars wie Kirk Douglas zu Hause besuchst und dort fotografieren darfst und dir denkst, da ist schon Marilyn Monroe in diesem Haus gestanden. Oder wir durften jetzt Don Johnson zu Hause besuchen und ihn da fotografieren. Und wenn wir ihn aus
noch aus Kindheitserinnerungen weiß ich noch, dass er in Miami Vice mitgespielt hat. Und wenn du dann plötzlich bei ihm zu Hause stehst und mit ihm Mittag isst, und das sind schon ganz besondere Momente natürlich, die man sehr genießt. Und ich finde, jeder Mensch hat was zu erzählen, egal ob er jetzt Hollywood-Schauspieler ist oder ob er einen anderen Beruf ausübt, aber es sind schon sehr beeindruckende Persönlichkeiten. Er macht eine Top-Figur vor dem Herd, aber heute wagt er sich einmal auf das Parkett. Puls 4-Star-Koch Oliver Hoffinger tanzt ein Charleston-Medley mit Christina Purzner. Und glauben Sie mir, der Mann braucht die Küche auch beim Charleston. Applaus für den Starkoch, bitte. Das war Starkoch Oliver Hoffinger mit seiner Partnerin Christina Purzner, ein Charleston Medley. Ich sage ja immer, je erfolgreicher die Menschen sind, desto normaler sind sie und umgänglicher sind sie. Ich glaube, das kannst du auch nur bestätigen, wie du sagst. Vor kurzem hattet ihr auch Mittagessen mit Don Johnson. Also ich versuche das auch immer so als Ratschlag mit auf den Weg zu geben, niemals abzuheben, denn die wirklich erfolgreichen Menschen sind komplett bodenständig. Absolut, ich denke auch, also diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass der Hintergrund sehr viel Arbeit ist. Und das heißt, es ist wirklich jahrelang harte Arbeit, um eben so erfolgreich zu werden. Und da muss man schon sehr gut am Boden verhaftet sein und eben sehr bodenständig. Und ich denke, dann gelingt es auch mit dem Erfolg. Und ja, ich glaube, wir sind alle ziemlich down to earth. Der heutige Dance Against Cancer Ball, wie immer ein riesengroßer Erfolg. Welcher Moment hat dir am besten gefallen oder welcher prominente Tänzer ist dein Favorit? Also ich war total verzaubert, es gab so viele tolle Momente. Ich habe den Kinderchor so schön gefunden, auch in diesem Song, und auch dieses junge Mädchen, das auf der Violine gespielt hat. Und ich bin begeistert. Christina Worsek war zum Beispiel mein Favorite. Ich musste Simone erst erklären, dass Christina eigentlich Zahnärztin ist und keine professionelle Tänzerin, weil das war so professionell, sie hat das wirklich großartig gemacht. Aber alle, die sich hierher stellen und sich wirklich so viel bemühen, und das ist ja auch wochenlanges Training, also ich sehe das ja auch immer dann auf Social Media, wenn sie posten. Es ist unglaublich, wie viel Arbeit da dahinter steckt, um diesen Mut zu haben, auch natürlich herzugehen und zu sagen, okay, ich bin kein professioneller Tänzer, aber ich möchte meinen Beitrag hier leisten. Ich finde die alle ganz großartig. Ich danke dir vielmals für das Interview und ich danke dir vielmals, dass du und Manfred, dass ihr so ein wichtiger Teil dieses großartigen Events seid. Dankeschön, danke. Soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Once she told me I was stepping at the dance. Give me the thing, I made me let it up.
Einen Riesenapplaus für Liliana Klein und ihren Partner Tristan Breyer mit einem Salsa. Ich würde sagen, dass euer Ball definitiv zu den Top 5, wenn eigentlich Top 3 Events Österreichs gehört. Wie schwierig ist es, das alles auf die Beine zu stellen? Wie viel Zeit braucht man? Wie viel Energie? Sehr viel Energie und sehr viel Zeit, weil wir das alles ehrenamtlich machen. Das heißt, jeder hat einen Hauptjob von meinem Dance Against Cancer Team und dann muss man das natürlich in der Freizeit machen und damit muss man sehr früh beginnen, dass es nicht zu viel wird. Das heißt, wir arbeiten ein Dreivierteljahr alle, dass es dann im Endeffekt funktioniert. Von den heutigen Promi-Tänzern, wer ist dein Favorit oder was hat dir am besten gefallen? Welche Situation, welcher Moment? Also von den Promi-Tänzern natürlich eine Wahnsinnstänzerin ist die Christina Worsek. Unglaublich, unglaublich. Ich habe lauter Herzensmenschen, auch die Liliana Klein ist so eine tolle Freundin. Ganz stolz bin ich auf Oliver Hoffinger, weil er hatte so Angst und er hat es dann gemacht. Und es ist sehr viel Mut für jemanden, der das nicht gewohnt ist, aufs Parkett rauszugehen. Und meine Gruppe liebe ich sowieso, weil die machen wirklich alles Lustige mit, weil sie sagen, es ist für die Show, die Leute sollen sich unterhalten. Und die haben sich bei den Kostümen, glaube ich, heuer echt selber übertroffen. Großartig. Ich danke dir vielmals für das Gespräch und am allermeisten danke ich dir für den wirklich großartigen Dance Against Cancer Ball, den wir alle lieben. Dankeschön. Dankeschön, danke dir. Danke dir. Michelle, fight for that white gold.
This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Stop. Vielen Dank an den TSC Schwarz-Gold. Sie haben gesehen, wie synchron die Paare waren. Große Gratulation einer wahnsinnig perfekten Aufführung. Jeden einzelnen dieser Truppe. Ganz, ganz viel Trainingsaufwand steckt hier in den Beinen der Tänzer und Tänzerinnen. Und dieser Auftritt ist perfekt gelungen. Danke nochmal, Lateinformation, TSC Schwarz-Gold Invictus. Ich habe mit Nelly darüber gesprochen. Ihr zwei seid in meinen Augen das perfekte Team. Hinter jeder Produktion stehen nicht nur die perfekten Fotos, sondern die gesamte Atmosphäre, die bei euch herrscht, ist einfach toll. Welche Produktion, welcher Erfolg? Ihr hattet ja wahnsinnig viele. Aber welche Situation, welches Shooting hat einen besonderen Platz in eurem Herzen hinterlassen? Es sind in den letzten Jahren einfach schon sehr, sehr viele geworden und es sind immer wieder coole Momente, es sind aber auch immer wieder berührende Momente. Wir haben vor kurzem erst in Beverly Hills beim Kirk Douglas zu Hause fotografieren dürfen, einer der letzten Hollywood-Legenden, der 101 Jahre ist, seine Frau ist 98. Und wenn man in der Villa dann drinnen steht, wo man weiß, da sind von Marilyn Monroe bis Katharina Jones so viele Stars drinnen, dann ist das schon ein sehr beeindruckendes Gefühl und mittlerweile genieße ich es aus mehr, weil am Anfang ist man nervös, wenn man solche Stars trifft. Aber wenn man das schon so lange wie wir jetzt machen, dann ist das auch ein bisschen Gewohnheit und daher hat man noch mehr Zeit, solche Momente zu genießen und aufzusaugen. Ich finde, der heurige Dance Against Cancer Ball ist wieder großartig. Welcher Moment hat dir am besten gefallen oder welcher Promi war dein Favorit? Ich finde, der geheime Star heute war eigentlich der Madigan, der Sohn von der Simone, weil der mit 9 Jahren einen Jetlag hat, der den Tag zur Nacht macht, 24 Stunden, den ganzen Tag da dabei ist und immer gut aufgelegt ist und so viel Spaß und Freude macht. Also der war für mich absolut der Gewinner des heutigen Abends. Super, ich danke dir vielmals. Danke dir auch, danke. Super, danke. Die magischen Worte fallen ja später, jetzt nämlich Simone Jett-McKinnon wagt etwas. Sie hat nur, glaube ich, 2,5 Stunden heute Zeit gehabt. Sie wird jetzt mit Michael Schmalzbauer einen wunderbaren Walzer hinlegen, nehme ich doch fest an. Und langsam werden sich dann alle Herrschaften einkriegen in diesen Walzer. Bitte, möge der Ball beginnen, aber es gelten noch immer nicht die magischen Worte. Bitte. Applaus für eine Frau, die 2,5 Stunden heute erst Walzer gelernt hat. Also das ist schon toll.
Einen Riesenapplaus für unser junge Herren Damenkomitee, bitte. Ich glaube, man sollte jetzt sagen auf, weil sonst warten die ewig. Auf. Und unser jüngster Gast, den wir jemals hier hatten bei diesem Ball, Madigan, he's very proud about Mommy. He doesn't feel anything, he thinks you are a great dancer. Und er wird jetzt die magischen Worte sprechen, meine Damen und Herren. You're going to speak the magical words of every ball. Everybody dance. Everybody dance! So now I'm going to ask my two little ladies, how did you like the Dancer Against Cancer ball? You're not the only kids here. Simone's son, he's also here. He traveled with his mom from Australia. Did you meet him already and how did you like the ball? Yes, he's very, very, very cute. He's very cute, so you met him already? Yes, yes, we met him already. He's a very cute boy. And is he enjoying the Dancer Against Cancer ball? Does he like the ball? How do you like the ball? I love it. I also love the ball. And what is the best part of the ball? The dancers. The dancers, they're very good. And what is, from your point of view, the best part of the ball? Everything. I absolutely do agree with you. Do you have some favorite dancers? Who is your favorite, or was everybody great? Everybody was great. Okay, fantastic. Yes, everybody was great. The ball is taking place in Vienna. When the people are coming to Vienna, what are the best places in Vienna? Where should they stay? In which hotel? Where should they go to eat? Which restaurant is the best one? So which advice could you send to all the viewers? Where should they go? Parkaya, Zaka and Fabius. With curtain also would be cute. Good. These are very good advices. I totally agree with you. Thank you so much, girl. Thank you. Thank you. Let's begin now. Let's begin now. This is not a drill. Repeat, this is not a drill.
that all you got? Let's begin now. What is keeping you at the moment busy in your professional life when you come back? What is keeping you busy? Which projects? I've been at home. My dad's battling cancer, so I've been at home with him, just helping him with his property. But at the moment, professionally, I'm not working. But my son and I have been travelling around Australia in a caravan. So, yeah, no. Tell me something more about this experience. This sounds so adventurous and great. This is something that I was always thinking about, but in the end, I never did it. Well, I've always wanted to do it too. Always wanted to. I've travelled a lot of the world because of my dancing and then because of my acting, but I hadn't done Australia. And I had a few years, in my early years, living in Australia, living in a caravan with my parents in Australia, travelling around. And I always wanted to do it again. And so when Madigan was going into kindergarten, 6 years old, I thought this is a perfect time to do it. So I sold my house, I bought a caravan, I got my dreadlocks, and I took off. Fantastic. Yeah. That sounds really, really great. We are very happy that you're here tonight, that you came all the way over from Australia. I hope, or I'm sure that you enjoyed the evening, right? Oh, the honour, it's been an absolute honour and a privilege to be here. So thank you very much. Thank you. Wir zeigen Ihnen jetzt einen Samba. Freuen sich auf Christine Worsek und Thomas Kern. Bate, 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 pode bater, yeah, yeah. Quanto mais você bate, mais eu quero ter você. Ô, Diegão, gosto demais de das patas. Como é que não, rapaz? Pode me chamar de masoquista, eu sou assim. Se estou nos seus braços, eu não sou dono de mim. Sou seu refém, sou escravo da paixão. Fico indefeso quando estou em suas mãos. Me usa e abusa do meu sentimento, ainda acha normal. Eu quero, aceito e assumo esse jeito, cara de pau. Bate, 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 pode bater, yeah, yeah. Quanto mais você bate, mais eu quero ter você. Bate, 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 pode bater, yeah, yeah. Quanto mais você bate, mais eu quero ter você. Pode me chamar de masoquista, eu sou assim. Se estou nos seus braços, eu não sou dono de mim. Sou seu refém, sou escravo da paixão. Fico indefeso quando estou em suas mãos. Me usa e abusa do meu sentimento, ainda acha normal. Eu quero, aceito e assumo esse jeito, Das waren cara de pau. Christine Worsek und Thomas Kern. Kommt Sie zu mir bitte. Kommt Sie bitte zu mir. Christine Worsek und Thomas Kern, hallo, servus. Wie lange hast du dich auf diese Nummer vorbereitet? Auf diese Nummer mein halbes Leben. Und die Choreografie für diesen Tanz, wie lange hat das gedauert? Fertig ist sie an einem Dienstag. Am Dienstag. Ja, es ist ja immerhin Samstag. Ich verstehe, naja, aber das ist ja relativ Zeit für so eine Profi wie dich. Naja, Profi, der führt super. Wie ist es denn beim Tanzen? Weil man sagt im Allgemeinen, dass Frauen leicht zurückreden. Redet sie leicht zurück? Macht das nicht und muss da dann Druck einsetzen oder wie ist das bei euch? Nein, ich kenne die Christine jetzt schon lange und sie lässt sich eigentlich relativ gut führen. Es gibt keine Widerworte, keine Probleme. Immer sehr gute Trainings. Das träumen alle Männer, glaube ich. Einen riesen Abgangsapplaus für unser perfektes Samba-Paar. Dankeschön, Christine Worsek und Thomas Kern. Dakle, dragi gledalci TvDmSata, tako izgleda Dancer Against Cancer bal. Charity bal koji podržava borbu
protiv raka i istraživanje novih lekova. Ovde poznate ličnosti učestvuju u turniru plesa. Nadam se da vam se svidelo ovo izdanje naše emisije. Ako jeste, vidimo se ponovo za 7 dana. Do tada, puno pozdrava!